Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Reinigen von einem Instrument. Mehr davon? Was für Überraschung, wie immer nach dem Intro. Eigentlich wollte ich heute ein Kochvideo wieder mal machen und ein richtig gutes Süppchen zubereiten. Aber ich bin dann drauf gekommen, dass irgendwer meine wertvollen Kräuter weggenommen hat. Jetzt muss ich erst wieder welche besorgen. Aber dann mache ich ein Video und ich werde es wegschneiden. Die ballert voll rein, die Suppen. Anders mal. Na, heute beschäftigen wir uns damit, wie ich vor dem Intro schon gesagt habe, wie mache ich ein Instrument wirklich sauber? Es gibt in Wirklichkeit mehrere Methoden dazu und hängt natürlich auch vom Grad der Verunreinigung ab. Ja? Also, es gibt mutige Musiker, die bedienen sich eines Proxons oder eines Dremels und versuchen den Schmutz mit so einem Filzrädchen runter zu polieren. Das ist keine gute Idee, weil der Lack mit runtergeht und das schaut dann so ein bisschen aus, wie wenn so die Beulenpest hätte, das Instrument. Also, das ist nix. Wenn Leute glauben, dass sie ganz stark Verschmutzungen da sind und die kommen auf eine super Idee und nehmen dann sowas her, das ist auch keine gute Idee. Hat beim Instrumentenbauen einfach nichts verloren. Also, Finger weg. Jetzt geht es einmal prinzipiell darum, reinige die Ebenholzteile, sprich Griffbrettel, Saitenhalter, Kinnhalter. Ja? Dann nehme ich ein ganz bisschen Aceton, ziehe mir dazu natürlich einen Handschuh an, weil das Aceton krebserregend ist. Man sieht zum Beispiel da beim Griffbrettel, ist klar beim Spülen, da legt sich Kolophonium an. Ja? Jetzt gehe ich her, tue ein bisschen Aceton auf und mit dem sollte man nicht am Instrumentenlack weder auftropfen noch sonst irgendwas. Ja? Man nimmt ein kleines bisschen. Das ist eben was sehr flüchtig ist und dadurch, wenn man da jetzt hergeht, man sieht sofort, ja, okay. Man kann es jetzt nur reinigen, ich mache es auch sauber, bevor ich Griffbrettel anziehe. Weil im Prinzip sonst die ganzen Papiere und die ganzen Werkzeuge durch das Kolophonium komplett verdrecken. Ja? Und dadurch den Schmutz, der sich natürlich ansammelt. Das heißt, ich schaue, dass das Holz einmal clean ist, ja? Und gehe her, mache das einmal so sauber. Jetzt siehst du zum Beispiel da herum, dass das keinen Dreck mehr oben hat. Ja? Das gleiche mache ich natürlich auch beim Saitenhalter. Da sieht man auch da herunten, klar, durch Spülen, ja, lagert sich Schmutz an. Ja. Da gibt man nachher wieder ganz ein kleines bisschen Leinöl auf und schon ist das wieder picobello benannt. Ja. Beziehungsweise immer beim Kinnhalter. Da habe ich natürlich auch überall ein bisschen Schmutz haben. Ja. Weil zum Teil müssen sich die Leute natürlich für ihre Auftritte schminken. Ja. Und dann hat man so eine nette Mischung aus Schweiß, aus Staub, aus Schminke, aus Abschminkding, was weiß ich, was da alles dabei ist. In jedem Fall, man sieht es ja ganz gut, das ist das, was dann letztendlich runtergeht an Schmutz. Ja? Also, da ist sonst nichts passiert. Ja? Darfst du uns zwecks Schminken gleich in dir Video verlinken, wo? Ja, das nächste, es gibt Leute, die haben mal gehört, man kann mit einer Zahnpasta und einem Fetzel was putzen. Ich halte davon ehrlich gesagt auch nichts. Ja? Deswegen Finger weg davon, weil es bleibt dann überall in den Rändern, ja? Es bleibt dann überall, da bei den Ecken in den Rändern bleibt dann im Prinzip so eine Zahnpasta drinnen und das schaut wahnsinnig toll aus. Ja? So, jetzt gehen wir her. Ich mache es ein bisschen anders, also Zahnpasta auch nicht. Ja? Also im Zehbügel drinnen sammelt sich natürlich sehr gerne Schmutz an. Dann sieht man es natürlich auch da unter die Seiten zwischen Griffbrettel und Steg drinnen. Auch unterm Steg, da tut sich ein Musiker einfach wahnsinnig schwer, das kann man nicht putzen.
prinzipiell muss man sagen, ist das eher ein gepflegtes Instrument. Ja? Ein bisschen was gehört halt gemacht. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das mache. Ich nehme da ein Fetzel, ja, und lege mir das sozusagen ein bisschen zusammen, damit es ein bisschen stabiler ist. Hab da drinnen also eine Mischung aus Öl und Aluminiumoxid. Ja, eigentlich ist es sozusagen Al2O3. Ja. Das ist, und zwar mit einer so durchschnittlichen Korngröße von einem halben μ. Das ist also ein sehr feines Ding und das hat ist ein sehr scharfes Schleifmaterial. Ja. Und ich gehe her und tue mir da im Prinzip ein bisschen was auf, ja, von dem, und gehe dann her und ich zeige euch jetzt das einmal da. Ich muss jetzt so hergehen, damit ich mir sauber nehmen kann ein bisschen. Ja. Ich zeige euch jetzt einmal da. Ja. In Wirklichkeit schleift man den Schmutz over. Es gibt so Reinigungsmittel, da ist das Problem auch ein bisschen das, wenn jetzt irgendwo ein Haarresserl ist und das ist also eine Mischung aus Ölen, aus Wachsen und so weiter, die lösen das an, haben aber auch das Problem gleichzeitig, ja, dass wenn jetzt irgendwo so ein Haarresserl ist, ja, dann rinnt das dort rein und das ist dann blöder zum Reparieren, so ein Riss. Ja. Man sieht jetzt da schon, da geht keine Politur oder sonst was runter, es geht nämlich wirklich nur der Dreck runter. Ja. Ich zeige es euch da jetzt auf 2 Stellen, man kann sich das dann eh ganz gut vorstellen, wie das ist. Man hört es am Geräusch, solange nur Dreck drauf ist es eher so ein lauteres Geräusch und sobald der weg ist, hörst du das? Da klingt das schon anders. Und da ist nichts an Politur oder sonst was drauf, es ist wirklich nur der Schmutz weg. Ja? So, jetzt nehmen wir ein anderes Fetzel und wischen drüber. Es gibt dann ein Leid, also wenn man zum Beispiel ein Bier trinkt, und man spuckt dann auf, mit dem kann man im Prinzip das letzte Öl noch wegtun. Ja? Aber das mit dem Bier ist schon mehr so die Geheimformel, oder? Nein. Da zum Beispiel, wenn du es jetzt anschaust, da ist noch ein bisschen Dreck drauf, da sieht man, dass es noch matt ist, aber da ist es bereits clean. Ja? Und das glänzt natürlich dann auch wieder komplett. Ja? Und jetzt machen wir das gleiche auch noch da vorne auf der Decke, dass man es da auch noch mal sieht auf einer Stelle. Und da habe ich deswegen ein Pinsel drinnen und einen Deckel drauf, damit da kein Staub reinkommt, weil das kennt eine Oberflächen zerkratzen. Ja? So. Und zwar da ist es auch wurscht, in welcher Richtung dass man da drüber fährt. Ja? Weil, wie soll ich sagen, das derartig fein ist, ja, dass man da keine Spuren sieht oder keine Kratzer sieht oder sonst irgendwas. Ne? So. Und nachdem das auch so scharf ist, das Schleifkorn, habe ich auch keine Temperaturentwicklung. Du siehst das zum Beispiel auch da ist Schmutz an, Ja, in dem Bereich. Ja, Da siehst du Schmutz und jetzt tue ich den weg. Okay? da oben den, ne? Ja, da sind so Rammeln. Ja? Ich muss es nur herlegen. Das ist ein bisschen blöd, weil im Normalfall nimmt man es natürlich sozusagen zur Brust, das Instrument, und reinigt es. Und jetzt muss ich es halt so machen, dass ich auch was seht. Ja? So. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen. Aber man sieht eins sehr, sehr gut, dass da tatsächlich kein Lack, keine Politur oder sonst was runtergeht, sondern wirklich nur der Dreck runtergeschliffen wird. Und dann sage ich euch noch eine Kleinigkeit, weil in Wirklichkeit gibt es ja dann so eine Stelle, da sind immer wieder so Spritzer oben, so Schweißtröpfchen,
den natürlich aufgrund des Säuregehaltes im Prinzip sogar die Oberflächen ganz leicht angreifen von der Politur. Aber auch das lässt sich mit dem sehr gut außerpolieren und wettmachen. Ja? Ja, und das Ganze, bis das Instrument komplett sauber ist, das dauert ungefähr, sagen wir einmal, eine gute Stunde. Aber du siehst das jetzt zum Beispiel nicht, da war dieser Raumel. Ja? Und jetzt ist gar nichts mehr da. Ja? So in diesem Bereich da, da herüben ist ja meistens der Kienhalter, aber da in dem Bereich und in dem Bereich, da kann es dann passieren, dass so eine Art Tröpfchen da sind, solche Rückstände, die genau damit zusammenhängen. Ja. Ich muss jetzt selber schauen, weil das Licht ist natürlich jetzt auch eins, das ungewohnt ist. Ja, das ist bei dem nicht so tragisch, aber das gibt es eben auch. Und das lässt sich auch mit diesem Ding, im Prinzip, wenn man drüber fährt, lässt sich das sehr, sehr gut, also im Prinzip außerpolieren. Ja? Also, und das mache ich eigentlich auch lieber, bevor ich immer wieder eine Politur aufgebe, nur damit es glänzt, weil wenn der Dreck weg ist, dann schwingt das ganze Instrument natürlich besser, ja, weil ja diese Schicht im Prinzip natürlich auch den Klang beeinflusst. Ja. Es schaut ästhetisch aus, es ist auch wieder viel leichter zu reinigen, ja, für den Musiker nachher, weil nach dem Spülen wischt das an. Und jetzt auch noch eine Sache zu dem Aluminiumoxid. Also man kann sich das auch selber herstellen, man kriegt es kaufen, das wird verwendet in der Metallurgie, um so Schleifproben zu polieren, beziehungsweise auch wenn so Steine poliert werden, ja, also in der Schmucksteinherstellung. Man kann sich das auch selber machen, das ist im Prinzip dann eine geschlemmte Tonerde. Da wird also, was weiß ich, eine Badewand voll lassen, dann wird Tonerde eingegeben und dann gibt es schwebende Teile, die nicht untergehen, weil sie so klar sind. Ja. Das saugt man dann an, man lässt das Ganze ansetzen, das saugt man dann an und dann verdunstet das. Ja. Geht allerdings halt auch nur mit einem destillierten Wasser, ja. Und ist eine Murzerbotzerei, also das zahlt sich aus, einfach als ein Dosel kaufen und das hält ja, weiß ich wie lange, man braucht ja nur ganz wenig davon. Ja. Ja, das ist ja schon. Und das Öl sollte natürlich ein säurefreies und nicht trocknendes Öl sein. Ja? Also sprich, wirklich ein ganz normales technisches Weißöl. Das darf also den Lack nicht angreifen oder sonst irgendwas. Jetzt geht es nun um das Thema der Innenreinigung. Aber ich muss mir dann einen Reis runterholen. Und ein Blatt Papier brauche ich. So. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie man ein Instrument außen vom Dreck befreit. Ja? Und es verträgt aber innen auch. Weil das Kolophonium natürlich beim Spülen, und ihr kennt es als Musiker, wenn ihr einen Bogen frisch kolophoniert habt und anständig drauf ist, ihr spült die ersten Töne und das ist fast so eine kleine Kolophoniumwolken. Ja? Die ist natürlich auch drinnen und Staub sammelt sich auch drinnen. Dann geht man her, nimmt einen ungeschälten Reis, ist glaube ich ziemlich wurscht, ob es ein Langkorn- oder Rundkornreis ist. Wichtig ist Bio. Ja, wichtig ist ungeschält, weil auf dieser Außenhaut bleibt sozusagen das Zeug drauf. Ja? Da tut man dann ein bisschen was rein ins Instrument. Ja. Und dann unten das Knopfloch zuhalten. Und das schaut jetzt fast wie so eine musikalische Performance aus, ist es aber nicht. Da geht es in Wirklichkeit genau darum, so, und man braucht es jetzt auch nicht umdrehen, weil auf der Decken legt sich eigentlich nichts an. Ja? Das legt sich eben genau am Boden unten an und genau im Bereich dieser F-Fläche. Das ist das, was am stärksten verschmutzt wird. Das ist genau das, was da gemacht wird. Ah. Und genau so. Und dann schüttelt man es einfach wieder raus. Und dann bleibt eben auf diesen Häutchen bleibt der Schmutz kleben
und das kommt da überall hin, in jede Ecken und überall. Nicht? Ja. Das ist es in Wirklichkeit. Das machen wir wieder zu, damit wir es uns nicht versauen. Falls irgendwelche Fragen sind, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ja? Wir werden es dann auch beantworten. Aber das ist sozusagen eine Methode, wie es verlässlich geht, wie es auf jeden Lack geht und wie auch nichts passieren kann. Ja? Also, ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen und wünsche euch was. Pfiat euch! Eigentlich wollte ich heute ein Kochvideo machen und ein richtig gutes Suppen zubereiten. Warte, fang nochmal an, ohne auf Instrument zu schlagen. Ja, Ja, sicher, einfach am Boden abhauen. mit der Wurst. Ich muss es selber wieder zusammenrammen. Kind alles noch, nur nicht übermütig werden. Jetzt wollen wir aber schon sehen, wie es das wieder aussieht, uns den weiß. Ja, das mache ich beim Freien draußen. Du hast sicher noch einen anderen Dance-Move drauf, oder? Du meinst den Bauchtanz? Ja, sicher, zeig uns deinen Best-of-Bauchtanz. Ja, ja. So will ich extra Gas haben. Ja, da hast du jetzt eben mehr so einen Marimba-Sound. Ich weiß nicht, wie das Instrument heißt. Marimba ist, glaube ich. Nein, das ist was anderes.